Nach ein paar Tagen Werftaufenthalt in Portimão wird das Boot jetzt wieder zu Wasser gelassen und wir fahren zu unserem Liegeplatz in der Marina Portimão. Hier in Portimão ist man auf seinem Schiff, während das Schiff im Travellift hängt. Das ist natürlich ein ganz komisches Gefühl, weil das Wasser relativ weit unten ist. Alles ist wieder in Ordnung, jedenfalls glauben wir das in diesem Moment. Wir müssen aber feststellen, dass wir Probleme mit unserem Diesel haben. Wir haben Verunreinigungen im Diesel, wahrscheinlich die sogenannte Dieselpest, und das müssen wir als nächstes angehen. Der Motor springt ja auch nicht wirklich gut an. So, Maschine läuft schon mal. Das ist jetzt die letzte, ne? Okay, kannst losmachen. Wann werden wir wohl das nächste Mal wieder von hier losfahren? Das ist nicht so ganz klar. Wir fahren jetzt erstmal die 7 Meilen nach Lagos mit Maschine morgens. Wie gesagt, um den Diesel zu reinigen. Und dann sehen wir weiter. In Lagos liegen wir am Steg neben der Slipanlage. In dem Tank ist aber so viel Dreck, dass wir uns entschieden haben, ein Inspektionsloch einbauen zu lassen, damit man den Tank richtig reinigen kann. Macht mir ein bisschen Magenschmerzen, aber geht ja nicht anders. Wir ziehen es vor, von der Werft zu verschwinden und schauen uns die Stadt Lagos an. Gehen über die Fußgängerbrücke und dann kommt man direkt in die Altstadt. Wir sind im Mai 2021, das zweite Corona-Jahr. Die Stadt ist relativ ruhig, es sind wenig Leute unterwegs, alle tragen Masken. Manchmal ist das schon ein bisschen unheimlich. So langsam machen wir uns wieder auf den Weg zurück in die Werft. Da sind ja die Arbeiten vorangeschritten. Wir sind gespannt, wie es jetzt aussieht. Das Schiff ist total schräg, weil auf der einen Seite der Wassertank voll und auf der anderen Seite der Dieseltank leer ist. Es sieht aber wirklich komisch aus. So, Proma in Lagos hat das wirklich super gelöst. Wir können in Zukunft alles inspizieren und das alles innerhalb von 2,5 Tagen. Unangemeldet vorher. Das war wirklich klasse. So, jetzt kommt es drauf an, wo wir hinfahren, oder? Genau. Entweder nach Rota. Die haben uns ja zugesichert, dass wir keinen PCR-Test brauchen. Oder direkt nach La Linea, falls sie antworten und auch sagen, dass wir keinen PCR-Test brauchen. In einem Fall ist es, wie sind es denn, 110 Meilen ungefähr? Ja. Im anderen sind es 177 oder so. Mhm. Also, in jedem Fall geht es einmal die Nacht durch, aber es ist schöner Wind, schwacher Wind, Scheinbahnwind 12 Knoten, wir fahren hier 6,5 Knoten, alles perfekt. Genau.
Bei der Einfahrt nach Coulatra ist auf die Strömung zu achten. Möglichst wenig Strömung sollte es sein, weil in der Einfahrt ist es normalerweise sehr kabbelig. Der beste Zeitpunkt ist nach meiner Erfahrung ungefähr 1 Stunde nach Niedrigwasser oder 1 Stunde nach Hochwasser. Nach der Einfahrt fahren wir geradeaus auf die Lagune, legen uns dort in relativ flaches Wasser vor Anker. Dort liegen wir sehr, sehr ruhig und wir sind auch nicht alleine. Ein paar andere Segler liegen da. Unter anderem neben uns diese große Yacht, etwas über 20 Meter, das ist die Gans aus Holland. Die lag schon neben uns in Lagos. Am nächsten Morgen soll es dann weitergehen. Am nächsten Morgen geht es relativ früh weiter. Die Strömung ist praktisch nicht mehr da. Dafür sind ganz viele Angler da mit ihren kleinen Booten oder auch auf der Mole sind sehr viele Angler. Da muss man sich so ein bisschen durchschlängeln, aber wird schon irgendwie gehen. Jetzt haben wir tollen Speed drauf hier. Wir haben um die 15 Knoten Wind, halben Wind, fast halben Wind. Und wir laufen 7 bis 8 Knoten immer. Zum Teil auch gut über 8 Knoten, also macht richtig Spaß. Allerdings werden die White Horses immer mehr. Und vielleicht sollte man irgendwann sogar noch mal reffen. Also jetzt haben wir scheinbaren Wind 17 Knoten. Mal gucken. So, jetzt haben wir noch 7,5 Meilen bis zum Wegpunkt. Bis zum Wegpunkt kurz vor Rota. Also Rota ist hier gegenüber von Cadiz. Und wir fahren schön mit achterlichem Wind, Wing to Wing. Die Steuerung hat hier die elektrische Steuerung übernommen und wir haben eine tolle Fahrt von 7 Knoten, 15 Knoten von hinten. Alles perfekt, alles läuft gut. Blaues Wasser, Spitze. Eigentlich wollten wir ja nach Rota reinfahren in den Hafen, aber wir sind relativ spät dran. Und es hat sich auch keiner gemeldet per UKW. Und hier liegen wir wunderbar vor Anker jetzt. Der Wind hat abgenommen auf 14, 15 Knoten sowas. Vor uns ist direkt ein Strand. Auf alle Fälle liegen wir sehr, sehr geschützt hier. Ich glaube, nach diesen 78 Meilen oder wie vielen das waren, fahren wir heute Abend ziemlich früh ins Bett. Sind ziemlich K.O. Heute Morgen sind wir von Rota wieder losgefahren um 7:30 Uhr. Und wir haben achterlichen Wind, aber ein ziemliches Geschaukel, weil die Welle so schräg reinkommt. Und neben uns ist die Gans. Die ist schon gestern mit uns gefahren. Ja, und die hat ganz schön zu kämpfen, aber die hat auch riesige Segel, unglaublich. Sieht schon toll aus, dieses Schiff. Die sind zu zweit da drauf, 22 Meter lang. Aber mit der Segelfläche, mein lieber Scholli, möchte ich nicht haben. Jetzt sind wir am Cabo Trafalgar und fahren hier eine Rauschefahrt lang. 7,5 Knoten. Und dann geht es Richtung Straßenbahn Gibraltar rein. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal einen Ref reinmachen. Wir sind jetzt abends um kurz vor 6. Links neben uns ist Tarifa, mit der Leuchtturm von Tarifa.
fahren wir jetzt vorbei und dann haben wir noch ungefähr 20 Meilen bis nach Gibraltar rein. Hier fahren wir ziemlich dicht vorbei. Der Wind ist wieder da zum Glück, vorhin war er mal weg. Mal gucken, wie lange er bleibt. Links sieht man jetzt, beziehungsweise hier vor uns sieht man jetzt den Felsen von Gibraltar. Wir kommen gerade in Gibraltar an. Es war sehr viel Wind, jetzt am Ende konnten wir nochmal toll segeln. Mit 8, zum Teil bis 9 Knoten über Grund, war klasse. Und da vorne ist dann die Mole von der La Linea Marina. Und dahinter gehen wir vor Anker und ist erstmal Schluss. Wir sind jetzt in La Linea vor Anker. Unser Nachbar, der muss übrigens immer in den Mast gehen, um seine Segel festzumachen. Und zwar in seiner Goélette. Das ist nämlich ganz schön viel, was der da macht, bis oben hin. Unglaublich. La Linea ist nicht besonders reizvoll, muss man sagen. Aber hier liegt man natürlich schön. Einige Ankerlieger liegen da und da vorne ist der Rock von Gibraltar und das Gebäude, was jetzt in Sicht kommt, das rote, ist direkt neben der Einfahrt in den Yachthafen. Da werden wir aber erst morgen früh hingehen. Im nächsten Video werden wir dann einige Sehenswürdigkeiten des Gibraltar Felsens oder des sogenannten Affenfelsens vorstellen, den Skywalk, die Affen natürlich oben auf dem Affenfelsen, ein umfangreiches Tunnelsystem oder auch die Caves. Danach geht es dann weiter bis nach Denia und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dahin, ciao.